Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In dem heutigen Video möchte ich mal so eine kleine Brainstorming-Runde machen. Das hatten wir ganz früher in der Vergangenheit schon mal gemacht, und zwar uns Dinge überlegt, die gut in das Game reinpassen könnten, jetzt noch nicht da sind und ja, die ich mir so zurechtgelegt habe, was eigentlich ganz gut ins Game passen könnte. Und wie immer könnt ihr dort auch eure Kommentare zu abgeben, Vorschläge auch zu dem Thema in die Kommentare schreiben. Das soll auch so ein bisschen dazu dienen, Feedback zu sammeln, um halt eben ja eventuell auf coole Ideen zusammenzukommen. Und genau, deswegen angefangen mit der Idee, also es geht heute hauptsächlich um das Thema Gilde und was man da machen kann. Ja, angefangen hat die Idee bei mir mit einem Problem, was ich versuchen wollte, so in meinem Kopf halt zu lösen und dafür halt eben das Ganze auch nützlich in das Game mit einzuintegrieren und zu verbinden. Ja, und zwar das Problem lautet Ressourcen. Wir haben im Late Game das Problem, dass wir keine Ressourcen mehr für irgendwas benötigen, seines Holz, seines Steine, seines Seelen. Ja, oder auch teilweise, aber da ist es jetzt in der letzten Zeit natürlich extrem gestiegen durch das Klo-Update. Sowas wie Metall und Kristalle. Ja, die braucht man nachher später immer, auch wenn man jetzt zum Beispiel vorhat, nicht nur selbst sich komplett auf 20 zu ziehen, sondern auch Begleiter. Kann man sich drüber streiten, dass man die ja, jetzt quasi fast immer braucht. Irgendwann ist man da auch wieder am Limit so, ne? Aber wir konzentrieren uns hauptsächlich mal auf Seelen, Holz und Steine so, ne? Vor allen Dingen auch Holz und Stein. Und das ist ein Problem, was ja schon ewig da ist und man nicht genau weiß, ey, wie geht man damit um. Ein ähnliches Problem hatten wir ja damals gehabt mit den Früchten. Ja, bei den Pets, ey, was sollen wir damit anstellen? Alle Pets sind gemaxt, so, was passiert jetzt mit den Früchten? Die stapeln sich ins Unendliche so, es gibt da keine Verwendung für. Und dann kam ja die Idee mit der Saftpresse, dass man quasi dann die Früchte wiederum zu Tränke umwandeln kann. Und das ist eine Lösung, die halt sehr gut auch ins Game gepasst hat und auch, ja, irgendwo Sinn macht, sag ich mal. Ne? Und dann kommt man halt auch nicht in diese Bredouille, man stapelt sich unendlich Ressourcen und man kann damit nichts anfangen. So, ne? Das Problem wurde gefixt. Ja? Das Problem mit Holz und Steine besteht immer noch. Und da habe ich mir gedacht, ey, man könnte ja sowas machen wie ein neues Gildengebäude ins Spiel zu bringen. Ja, man stelle sich vor, so ähnlich wie zum Beispiel bei Clash of Clans, falls das der ein oder andere von euch gespielt hat, dass man sagt, okay, man hat hier irgendwie ja seine Gebäude, die kann man aufleveln und dann ja, haben die nicht nur einen weiteren Nutzen, sondern unterscheiden sich vielleicht auch sogar optisch zueinander. Das heißt, man könnte noch mehr Aktivität, sag ich mal, in dieses Overlay, in diese Overview hier quasi legen, um zu sagen, okay, das Gildengebäude ist jetzt auf der und der Stufe, ist noch relativ klein, aber mit wachsendem Level wächst auch das Gildengebäude und verändert sich auch optisch. Ja, was ist jetzt nun natürlich der Nutzen davon und wie kann man das jetzt mit den Ressourcen hier ja, verbinden, so, ne? Und das ist eigentlich schon fast einhergehend, sag ich mal damit, oder selbsterklärend. Und zwar, wenn man so ein Gildengebäude aufleveln möchte und aufbauen will, dann braucht man dafür ja in einer gewissen Art und Weise, ist ja auch logisch, irgendwo Holz, Steine braucht man dafür. Ja, man könnte auch überlegen, sowas zu machen wie, ja, Metall würde halt thematisch gut noch dazu passen, weil wenn du ein Haus bauen willst oder ein Gebäude, ja, dann brauchst du halt eben auch diese nötigen Ressourcen dafür, so, ne? Aber konzentrieren wir uns mal hauptsächlich auf Holz und Stein, so, ne? Und das ist halt eben eine Thematik, ja, das also fand ich sehr schlüssig, dass man sagt, okay, erstmal löst man ein Problem mit diesen Ressourcen hier, mit Holz und Stein, und auf der anderen Seite baut man das Gilden-Feature weiterhin aus und fördert die Gildenaktivität. Und die Gilde ist ja quasi so der Ankerpunkt in Shakes and Fidget, worum sich ja auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise alles dreht. Abseits von seinen eigenen Char ist halt so die Gilde mit das wichtigste Feature in Shakes and Fidget, wie ich finde. Und da sollte auch ein bisschen mehr
Priorität drauf gelegt werden, dass das Ganze auch erweitert und ausgebaut wird in Zukunft, damit man einfach den Zusammenhalt in der Gilde, die Aktivität in der Gilde und auch die Möglichkeiten, was man als Gilde zusammen leisten kann, auch irgendwo fördert, sag ich mal. Ne? Und genau, früher gab es sowas wie eine Gildenkasse. Vielleicht kennt das noch der ein oder andere. Dort konnte man Gold in die Gildenkasse einzahlen und Pilze und das war's. Ja, das war dann quasi, also jeder konnte dort halt eben das reinfügen, was ihm zur Verfügung stand, was er bereit war, der Gilde halt eben so zu opfern bzw. zu spenden. Und damit konnte man dann mit dieser Gildenkasse oder aus der Gildenkasse konnte man dort damals Ausbauten finanzieren, ja, wodurch man wiederum neue Plätze in der Gilde dazu gewinnen konnte. Das war noch nicht früher so, dass 50 Plätze standardmäßig von vornherein zur Verfügung waren, sondern die musste man sich erst nach und nach erbauen als Gilde oder freikaufen und dafür brauchte man halt Pilze und Gold, was aus der Gildenkasse genommen worden sind. So, diese Gildenkasse kann man ja wieder zurückbringen ins Game in einer abgewandelten Art und Weise. So, und in dieser Gildenkasse kann man jetzt nun halt eben sowas speichern wie Gold, Pilze für die Ausbauten, so, das sind ja auch Kosten. Aber man kann auch zum Beispiel Holz und Steine in die Gildenkasse tun, womit man sagt, ey, wir brauchen jetzt für Gildengebäude von Stufe 1 auf Stufe 2 brauchen wir, ja, beispielsweise jetzt, das sind jetzt fiktive Zahlen, brauchen wir beispielsweise 10 Millionen Holz. So, ne? Nur ein Beispiel, ne? Nagelt mich jetzt nicht auf das Balancing fest, so. Es ist einfach nur jetzt so ein bisschen Brainstorming. Und man sagt dann, okay, man braucht für ein Level-Up sozusagen 10 Millionen Holz, 5 Millionen Steine, 300 Pilze und so viel Gold halt eben, ne? Um das Gildengebäude auf Stufe 2 zu bringen, als Beispiel so, ne? Dafür würde man quasi dann erstmal so entscheiden, okay, man hat jetzt eine Gildenkasse und sagen wir mal, da kann jeder was reinspenden, was er zur Verfügung hat. Dadurch, es müssten natürlich ein bisschen mehr Ressourcen sein, dass sich das auch irgendwo rechnet dann, beziehungsweise, dass man hier die Ressourcen auch los wird dann tatsächlich, weil dann hat man wieder einen Nutzen für Holz und Stein und zwar braucht man diese dann für die Gildengebäude ausbauten so, ne? Und es ist dann nicht so wasted, sag ich mal, dass man diese sich hier, ja, die ganze Zeit ins Unendliche anspart, mehr oder weniger so, ne? Deswegen, das wäre dann irgendwo ein Verwendungszweck dafür, wo man sagt, okay, die ganze Gilde spendet dann in diese Gildenkasse rein und der Gildenleiter entscheidet dann mit der Gilde dann in Abstimmung zusammen, okay, wofür werden diese Ressourcen genutzt, so, ne? Dann kann man zum Beispiel sagen, ey, man baut jetzt das Gildengebäude auf Stufe 2 aus. So, wenn man jetzt ein Upgrade gemacht hat von Stufe 1 auf Stufe 2, hat man auf dieser Stufe, abseits, dass sich das jetzt auch so optisch dann ändert, von 1 auf 2, so wie es auch bei der Festung ist, ne? Die Festung sah ja auch nicht immer so aus, sondern das hat sich ja auch optisch immer so ein bisschen erweitert, sag ich mal, ne? Und auf Stufe 2 hat man jetzt diverse Möglichkeiten, die man auf Stufe 1 noch nicht hatte. Als Beispiel angenommen, dass man sich jetzt innerhalb der Gilde irgendwelche, ja, Boost kaufen kann oder freischalten kann, die dann die Gilde auch dann für eine bestimmte Zeit lang boostet oder permanente Buffs ins Spiel bringt, obwohl permanente Buffs immer ein bisschen schwierig sind mit dem Balancing, weil wenn man jetzt noch schneller und weiter und noch mehr Progress macht, prozentual, dann hat das Ganze natürlich auch nicht so viel Sinn. Deswegen eventuell ja, eine bestimmte Art von Buffs, die jetzt so sich balancing-technisch ins Spiel gut hineinfügen. Und man sagt, ja, das kriegt man jetzt als Gilde kollektiv angepasst, natürlich auch irgendwo auf die jeweiligen Charaktere so, ne, dass man sagt, okay, nicht jeder kriegt hier auch gleich viel, weil leveltechnisch muss das natürlich dann auch irgendwo angepasst sein und dann kann man halt eben auf Stufe 2 entscheiden, ey, wie so eine Art Skilltree, nur eben stellt euch das vor als optisches Gebäude, dass man sagt, man hat jetzt in diesem Gebäude irgendwie sowas wie ein Trainingslager oder eine Taverne, wo sich die Leute treffen, so innerhalb dieses Gebäudes so, ne? Das heißt, wenn man auf dieses Gildengebäude draufklickt, kommt man dann quasi
nicht nur in dieses Gildengebäude rein, sondern man kann sich auch in diesem Gildengebäude umschauen und verschiedene Areale erkunden, so, ne, wo man dann so ein bisschen sich rumklicken kann und dort halt eben verschiedene Aufgabengebiete hat, die einen bestimmte Vorteile bringen für die Gilde, die man dann wiederum aber auf der jeweiligen Stufe, die man das Gildengebäude ausgebaut hat, diese jeweiligen Tasks innerhalb dieser Stufe auch weiter noch pushen kann mit der Gilde zusammen, was dann auch wieder Ressourcen kosten würde. So, ne? Und damit wären quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen so. Man würde auf der einen Seite etwas für die Gilde tun, für die Gildenaktivität. Man kann sich untereinander absprechen, ey, yo, was wollen wir ausbauen, wo gehen wir als erstes drauf, welche Buffs wollen wir mitnehmen. Und auf der anderen Seite hätte man zum Beispiel das Problem mit Holz und Steine gelöst so, ne? Mit Seelen muss man natürlich gucken, okay? Seelen ist auch noch eine Ressource, die auch im Moment jetzt nicht großartig gebraucht wird, so, ne? Deswegen wäre das wahrscheinlich noch irgendwie eine extra Task, wo man zum Beispiel, keine Ahnung, einen Seelenhändler oder sowas hat, wo man dann bestimmte Ressourcen dann dem geben kann für nochmal weitere Ausbauten für das Gildengebäude so. Ne? Passt thematisch jetzt nicht mehr ganz so 100% rein, war jetzt nur mal so ein schneller Gedanke von mir, aber so Holz und Steine würden zum Beispiel sehr gut passen zum Ausbau, die man halt eben braucht für ein solches Gebäude, weil Holz und Stein brauchten wir ja auch zum Ausbau für die Festung. Wäre quasi 1:1 dasselbe, nur halt eben mit dem Fokus auf das Gebäude so, ne? Und dann kann man halt eben ja, als Gilde, die Vielfalt ist halt riesig so, ne? Wenn man so ein Gildengebäude hat und verschiedene Levels hat, die man je nachdem immer freischalten kann und auf dieser jeweiligen Stufe dann verschiedene Tasks machen kann. Zum Beispiel kann man auch sagen, wenn mal auf Gildengebäude Stufe 5 kann man jetzt irgendwie in der Trainingskammer oder so kann man dann weitere Raids freischalten oder sowas, die einen für die Gilde dann auch nochmal verschiedene Boni bringen und sowas, ne? Oder ja, also diese Boni, da kann man sich natürlich auch drüber lange unterhalten, was das halt sein soll, ob das irgendwie mal ein Freibier ist oder sowas oder halt eben mal ein Wochenende lang mehr XP oder so. Wie gesagt, mit temporären Buffs wäre ich, glaube ich, mehr konform, als wenn man sagt, man bringt jetzt noch weitere dauerhafte Buffs ins Spiel, weil, wie gesagt, wenn man den Schaden noch weiter steigert, prozentual von dem Charakter, dann werden die Fights im Endgame noch mehr random, weil die sind jetzt schon, das ist halt tatsächlich auch ein Problem, die Fights im Late Game sind maximal random und deswegen ihr seht das hier halt, ne, dass diese Schadenswerte, die mittlerweile rausgehauen werden, die stehen halt nicht mehr im Verhältnis zum jeweiligen Leben. Deswegen gehen zum Beispiel die meisten Krieger auch mittlerweile auch schon weit über eine 60-40 Skillung, weil die halt einfach, ja, nichts davon haben, ein bisschen mehr Leben zu haben, weil halt solche Schadenswerte rausgehauen werden, dass die halt eben auch darauf gehen, die Mages halt eben so gut es geht zu one-shotten. So, ne? Deswegen, das ist ein Problem, wenn man das jetzt noch erweitern würde, sagen wir mal, okay, dauerhaft jetzt wie so beim Portal 50% mehr Schaden, so, ne, dann wäre das Problem hier noch verschlimmert worden. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, immer mal wieder erneuten temporären Buffs durch dieses Gildengebäude, aber keine dauerhaften so, ne? Ja, das ist so ein bisschen so mein Brainstorming zu diesem ganzen Thema. Wie gesagt, so Gildengebäude, verschiedene Levels, das Ganze aufwerten, dann innerhalb des Gildengebäudes verschiedene Tasks zu haben, wo man halt dementsprechend Ressourcen benötigt, die über eine Gildenkasse dann laufen, wo dann die ganze Gilde einzahlen kann und dann der Gildenleiter mit Absprache der Gilde dann entscheidet, okay, das und das wollen wir jetzt als nächstes ausbauen. Finde ich eigentlich ein ganz nicer Gedanke. Schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Habt ihr noch weitere Vorschläge oder noch irgendwelche Ideen, wie ihr diese Idee noch weiter ausbauen wollt oder könnt oder noch irgendwie ich jetzt euch vielleicht auch angeregt habe, mal nachzudenken und ihr denkt euch jetzt so, ja,
aber man könnte vielleicht noch das und das und das machen, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr noch so dazu zu sagen habt. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.